Wie viel Chars hast du insgesamt über die ganzen Jahre? Hunderte, wenn du alle mit einbeziehst. In Fluff Universe of Borodeng habe ich gerade 25, die ich auch tatsächlich spiele. Bis zu 25. Täglich 22. Und dann habe ich quasi noch 3 extra Chars, die ich spielen kann, wenn ich will. Momentan spiele ich sie nicht. Momentan mache ich nur die 22. 2x8, 1x6. Und auf FEC dann nochmal 2. Also jetzt wären es theoretisch 27 Chars. Also quasi 8, 8, 6, 3, 2. Wären die Grüppchen aktuell. 2 8er-Char-Gangs, eine 6er-Char-Gang, eine 3er-Char-Gang und eine 2er-Char-Gang. Die 3er-2er-Char-Gang entstand halt durch FEC. Wenn ich auf FEC nur 2 Chars spiele, dann sind das ja logischerweise dann einfach zusätzliche Chars zu meinen 8er bzw. zu meiner 6er-Gang. Und, ja. Dann habe ich noch ganz viele Lagerchars, so Nebenchars, aber die werden halt nach und nach gelöscht. Weil das Problem ist beim FEC, also was heißt das Problem, aber wenn du am Ende vom FEC musst du ja deinen Char transferieren und du darfst maximal 8 Charakter auf einem Account haben. Und das heißt, wenn du schon 8 hast, zum Beispiel durch Lagerchars, dann musst du immer einen löschen. Das heißt, jedes Jahr lösche ich auf mindestens 2 Accounts quasi einen Lagerchar durch den FEC, wenn ich dann transferieren muss am Ende. Also auf meinem AM-Account muss ich jetzt dann auch wieder einen Char löschen, weil da sind nämlich schon 8 drauf. Das heißt, diese random Nebenchars, Lagerchars, die verschwinden nach und nach. Irgendwann werden es dann nur noch Main Character sein. Oder Charakter, die mal Main Character waren. Irgendwie so. Aber ja, und wofür so viele? Naja, wie gesagt, die entstehen ja automatisch durch den FEC. Also ich hatte ursprünglich 2 Chars, dann habe ich erweitert auf 6. Frag mich nicht, wieso 6. Das ist eine lange Geschichte. Dann kam der erste FEC, dann habe ich die klassische 8-Char-Taktik endlich von Anfang an gespielt. Dann kam der nächste FEC, da habe ich nochmal 8-Char-Taktik gespielt. Also 6 plus 8 plus 8. Dann kam der nächste FEC, 2 Chars, 6 plus 8 plus 8 plus 2. Dann hatte ich immer noch einen einzelnen Char extra übrig. Dann wurden es 3 quasi. Also ein einzelner von Borodeng plus 2 auf den FEC hat dann 3 ergeben. Und jetzt gerade sind es halt wieder 2 auf FEC, die ja früher oder später auf Borodeng kommen. Das passiert halt, wenn man einfach immer spielt, automatisch. Also der FEC zwingt dich ja mehr oder weniger immer neue Chars zu erstellen. Also wenn du ihn spielst. Kannst du natürlich nicht spielen, aber ich meine, es macht ja schon immer Spaß. Also vor allem die ersten paar Wochen sind ja immer sehr nice. Aber dann hast du halt immer noch mal 2 Chars mehr. Also es werden dann einfach automatisch immer mehr und mehr und mehr. Dagegen kannst du wenig tun. Es sei denn, du spielst den FEC nicht. Oder du löscht Charakter, aber richtige Charakter, die ich wirklich mal gespielt habe, lösche ich nicht. Also ich lösche wirklich nur so Lagerchar-Bobs. Ich habe legit Charakter, die heißen CW Damage 1, CW Damage 2 und so weiter. Also ich meine, sowas lösche ich natürlich. Also ich plündere sie vorher noch, falls es irgendwelche Lagerchars waren. Plündere ich sie natürlich vorher noch aus. Aber so richtige Charakter lösche ich natürlich keine, bin ich wahnsinnig. Man weiß nie, wofür man sie nochmal braucht. Und selbst wenn man sie nicht mehr braucht, also ich meine, die Vergangenheit hat gezeigt, auch bei Flive PC, ehrlich gesagt braucht man sie nicht mehr, meistens. In 99% der Fälle brauchst du die nie wieder. Wenn dann nur um irgendein Event zu abusen, irgendein Einlog-Event oder so. Sonst nicht. Aber trotzdem finde ich es schade, wenn du einfach alles löscht. Also selbst wenn du es nie wieder brauchst. Wenn es jetzt nicht direkt dir schadet oder im Weg ist, warum solltest du es löschen? Weil du ja... du hast ja nichts davon, wenn er nicht im Weg ist, wie gesagt. Und ich meine, die wenigsten Leute werden 8 richtige Charakter auf einem Account haben.
wird auf so gut wie niemanden zutreffen. Und das heißt, wenn du ihn löscht, dann löscht du einfach hunderte Stunden Spielzeit, whatever. Nur um dann vielleicht eines Tages, 3, 4, 10 Jahre später, dir zu denken, oh Mann, hätte ich den doch damals bloß nicht gelöscht. Also wie oft ist mir das schon in meinem Leben schon passiert, nicht mal nur auf Live bezogen. Also auf Live bezogen eben nicht, weil ich lösche ja meine Charakter nie. Also kann es mir auch noch nie passiert sein. Also gut, ganz früh habe ich schon Charakter gelöscht, aber das zählt nicht. Das war vor Ewigkeiten. Da habe ich halt noch anders gedacht, I guess. Oder war ich zu faul, mir neue Accounts zu erstellen, irgendwie so. Aber da hatte man auch nur 3 Character-Slots damals. Jetzt hat man ja 8. Was mehr als ausreichend ist für den normalen Spieler. Aber bei anderen Dingen, wie oft hast du dir schon gedacht, irgendwann rückblickend, oh Mann, hätte ich das doch bloß nicht gemacht. Also aus irgendeinem Impuls heraus triffst du eine Entscheidung, du löscht etwas oder du wirfst etwas weg oder so und dann Wochen, Monate oder Jahre später denkst du dir, oh, hätte ich das doch bloß nicht gemacht, so. Und wer sagt dir, dass das nicht bei Flive auch mal so sein wird? Deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt nicht, wenn man seine Charakter löscht. Einziges Argument, was ich jetzt schon öfter gelesen habe, was ich auch aus dem Real Life kenne, ist, dass Leute sagen, dass sie so süchtig sind, dass sie die Charakter löschen müssen, weil sonst haben sie immer die Gefahr, dass sie zurückkommen und dann wieder süchtig werden, so ungefähr. Wobei ich da halt sagen muss, ich meine, also ich habe ja auch schon andere Spiele gespielt, nach denen ich süchtig war. Und ich habe noch nie irgendwo meinen Charakter oder meinen Account gelöscht. Und ich bin dann auch nicht mehr rückfähig geworden, weil ich dann einfach was anderes gemacht habe. Aber das ist eigentlich mal der einzige legitime Punkt, wo ich sage, okay, wenn man selber von sich sagt, man kann dann nicht widerstehen oder so. Ich meine, jeder kennt sich selbst am besten, wenn das dann wirklich so ist. Dann hilft es nichts. Aber ich behaupte jetzt mal, weil wenn man sich anguckt, wie viele Leute spielen den Anfang vom FEC und hören schon 2 Wochen später wieder auf zu spielen und so. Also auf die meisten Leute trifft das ja auch nicht zu. Also die meisten Leute sind ja, also da musst du schon wirklich krank süchtig sein, um so eine große Rückfallgefahr zu sehen, dass du sagst, na, wenn ich es nicht lösche, dann komme ich nächste Woche schon wieder zurück und kann dann nicht mehr aufhören, so ungefähr. Da muss er schon wirklich sehr süchtig sein. Aber das habe ich tatsächlich schon öfter gelesen, also es scheint schon auf manche Leute tatsächlich zuzutreffen, dass es wirklich so krass ist.